Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal der Firma Debugs. Wir möchten euch heute ein Update zeigen, welches euch die Rechnungsstellung noch weiter automatisiert und womit ihr eure Rechnung nahezu automatisch versenden könnt, nachdem ihr einen Auftrag abgeschlossen habt bzw. dokumentiert habt. Dazu haben wir an verschiedenen Orten in Debugs Einstellungen vorgenommen oder euch die Möglichkeit gegeben, Einstellungen vorzunehmen. Ganz wichtig hierbei, Einstellungen, die ihr bereits getroffen habt, werden von diesem Update nicht betroffen sein. Das heißt, bei bestehenden Serviceverträgen oder Kunden, wo ihr das ändern wollt, müsst ihr aktiv selber reingehen und das nachträglich nochmal ändern. Ansonsten bleibt aber alles beim Alten, wenn ihr jetzt nichts verändert. Die erste Möglichkeit, eine Einstellung vorzunehmen, haben wir hier in dem Reiter Rechnungen. Dort müsst ihr einmal auf das Feld Einstellungen gehen und dann runterscrollen zum Punkt Autofaktura. Ja, hier steht auch noch mal ein kleiner Text dazu. Die Autofaktura automatisiert die Rechnungsstellung für Aufträge und Serviceverträge. Legen Sie fest, wann und wie Rechnungen erstellt, zusammengefasst und versendet werden sollen. Global pro Kunde oder individuell pro Auftrag Service. Ja, also hier sehen wir auch schon, an diesen Orten können wir das Ganze eben da Einstellungen vornehmen. Und das Ganze richtet sich immer so: Sollten Einstellungen in global benutzt werden, also hier in diesem Rechnungstab über Einstellungen, dann gelten erstmal immer diese Einstellungen, die ihr hier vorgenommen habt. Wenn ihr jetzt einen Kunden habt, wo ihr eine andere Einstellung vornehmen wollt, dann gelten die Einstellungen von dem Kunden. Ja, also egal, was dann in global steht, wenn ihr beim Kunden was anderes stehen habt, gilt für diesen Kunden etwas anderes. Und dann auch nochmal individuell pro Auftrag und Service. Das ist quasi die letzte Stufe. Wenn ihr hier eine Veränderung vornehmt, dann gilt diese Veränderung für diesen einen Auftrag, egal was beim Kunden oder global vorher eingetragen wurde. Welche Einstellung können wir jetzt vornehmen? Wir haben hier erstmal Einstellungen für die Rechnungsstellung. Ja, wann soll eine Rechnung erstellt werden? Hier haben wir euch die Punkte gegeben, mehrmals täglich. Das ist so ungefähr ein 5-Minuten-Rhythmus, in dem das System dann durchgeht und nachguckt, ob ihr einen Auftrag abgeschlossen habt. Und immer wenn dann ein Auftrag abgeschlossen ist, dann wird hier automatisch eine Rechnung erstellt. Genau das gleiche am ersten des Monats heißt, wenn ihr sagt, am ersten des Monats werden immer einmal alle Rechnungen oder alle Aufträge dort, die abgeschlossen sind, gescannt und es werden Rechnungen erstellt. Genauso auch am 15. des Monats und am letzten Tag des Monats. Dann gibt es hier den nächsten Punkt. Wie sollen Rechnungen erstellt werden? Sollen Rechnungen als Entwurf erstellt werden oder als Rechnung? Wenn wir hier sagen als Rechnung, dann wird immer eine vollwertige Rechnung erstellt. Heißt, ihr habt dort dann nur bedingt die Möglichkeit, nochmal etwas zu korrigieren. Wer sich jetzt nicht ganz sicher ist, sollte das hier auf jeden Fall auf Entwurf lassen. Ansonsten, wenn ihr das auf Rechnung stellt, werden immer automatisch Rechnungen erstellt und ihr habt natürlich ein höheres Risiko bei Fehlern, dann eine Stornorechnung rausschicken zu müssen. Dann hier unten der nächste Punkt, Sammelrechnungen erstellen, ja oder nein. Heißt, hier könnt ihr quasi auswählen, ob ihr eine Sammelrechnung erstellen wollt oder ob das nicht passieren soll. Abgeschlossene Rechnungen per E-Mail versenden heißt, wenn wir hier oben auch sagen, alle Rechnungen als Rechnung erstellen und nicht als Entwurf, dann sind die ja abgeschlossen und dann können wir die auch quasi automatisch als Rechnung per E-Mail versenden. Soweit zu den allgemeinen Einstellungen für die Rechnungsstellung. Als nächstes haben wir hier Einstellungen für Serviceverträge. Hier ist als erstes einmal die Einstellung, wie soll berechnet werden. Ihr kennt dieses Feld auch schon, das haben wir bereits in den Serviceterminen drin.
und ihr könnt dort quasi eine automatische Rechnung erzeugen für den Servicetermin. Häufig genutzt ist, glaube ich, hier jeder Besuch einzeln. Heißt, nach jedem Servicebesuch, den wir dort durchführen, wird eine Rechnung mit der vertraglich vereinbarten Servicegebühr gemacht. Anzahl vertraglich vereinbarter Termine heißt, hier wird quasi, wenn ihr 12 Termine pro Jahr berechnet und im Quartal berechnen würdet, dann wäre hier quasi immer 3 Termine drin. Anzahl der durchgeführten Besuche zeigt, also wenn jetzt im Quartal nur 2 Besuche durchgeführt worden wären, würde das System auch hier nur 2 Besuche berechnen und nicht wie hier 3, weil 3 geplant waren. Jeder Besuch einzeln, klar. Und dann haben wir hier unten noch das Feld automatische Berechnung deaktivieren. Bei den Einstellungen für die Einzelaufträge, welcher Punkt jetzt hier als nächstes auftaucht, gibt es eine neue Einstellmöglichkeit. Wir haben hier die Möglichkeit zu sagen, was soll berechnet werden. Der Auftrag mit allen Behandlungen heißt, wenn ihr eine Rattenbekämpfung oder eine Bekämpfung durchführt, zu der ihr mehr als nur einmal fahrt, dann wird dieser Auftrag nicht abgerechnet, bis ihr keine Folgebehandlung mehr eintragt. Ja? Also jedes Mal, wenn ihr beim Kunden seid und auf Folgebehandlung klickt, dann bleibt dieser Auftrag auf und erst wenn ihr beim Kunden seid und sagt, hier der Auftrag ist jetzt beendet, dann wird eine Rechnung hier erstellt. Ein anderer Punkt wäre hier, jede Behandlung einzeln heißt, ihr geht zu einer Rattenbekämpfung hin, Behandlung 1 wird eine Rechnung erstellt, Behandlung 2 wird eine Rechnung erstellt, Behandlung 3 und so weiter wird jeweils immer eine Rechnung erstellt. Und hier unten natürlich noch automatische Berechnung deaktivieren. Wir empfehlen euch hier in den globalen Einstellungen, diese Einstellung wirklich nur anzurühren, wenn ihr euch sicher seid. Ja, also wenn ihr sagt, ihr wisst genau, dass ihr immer das Ganze als Rechnung direkt erstellt haben wollt, ja, dann könnt ihr das hier natürlich ändern. Es bezieht sich dann aber immer auf das gesamte System und man muss natürlich dann auch genau gucken, gerade wenn man hier sich Rechnungen erstellt, nach jedem Servicebesuch, nach jedem Einzelauftrag, dass man alle Positionen drin hat, weil im schlechtesten Fall ist die Rechnung abgeschickt und ihr müsstet dann nochmal eine weitere Rechnung erstellen oder ähnliches. Das soll nicht passieren. Das heißt, hier ist wirklich, sage ich mal, Einstellungen kann man hier vornehmen, wenn man ein kleines Unternehmen hat, wo man jetzt sehr genaue Kontrolle darüber hat, was man hier tut und wie man die ganzen Aufträge und Serviceverträge dokumentiert. Als nächstes möchte ich euch die Einstellung im Kunden zeigen. Wir rufen uns dafür hier einfach mal einmal in unserer Demo-Variante die Bäckerei Müller auf und können hier auf Bearbeiten gehen. Zum Beispiel können wir hier sagen, dann auch wieder im Bereich Autofaktura, heißt hier sind erstmal keine Häkchen gesetzt, weil die Einstellungen aus unserer globalen Version gelten. Und wenn wir jetzt hier sagen, wir wollen in der Autofaktura für diesen einen Kunden Bäckerei Müller, wollen wir eigene Einstellungen verwenden. Ja, zum Beispiel wollen wir sagen, okay, die bekommen immer am letzten Tag des Monats, bekommen die immer eine Rechnung. Ja, das Ganze wird immer eine Rechnung sein. Das soll mir nicht als Entwurf erstellt werden. Und das soll eine Sammelrechnung sein aus aus den gesamten Leistungen, die wir für diesen Kunden erbracht haben. Und die abgeschlossene Rechnung soll dann auch per E-Mail direkt versendet werden. Dann würden die Einstellungen hier so aussehen. Und jetzt würden wir noch dahergehen und würden zum Beispiel sagen, wir haben dort bei der Bäckerei Müller vielleicht verschiedene Serviceverträge, die laufen. Die sollen alle so eingestellt sein, dass jeder Besuch einzeln berechnet wird. Wir können hier nochmal ändern, ob die Bezeichnung in der Rechnungsposition Besuchstermin oder Servicetermin heißen soll oder was auch immer ihr dort gerne reinschreibt. Und bei der Einstellung für die Einzelaufträge könnten wir jetzt hier zum Beispiel sagen, jede Behandlung einzeln, weil der Kunde vielleicht sagt, er möchte gerne über jede Behandlung genauestens eine Rechnung haben oder ähnliches oder sagt einfach, bitte
ne, schickt mir das einzeln, ich möchte gerne einen Überblick haben, wie die Kosten da sind und nicht am Ende überrascht werden, dann können wir das hier so machen. Genau das gleiche gilt natürlich auch andersrum. Der Kunde sagt, bitte schick mir so wenig Rechnungen wie möglich, dann berechnen wir hier am Ende alle Behandlungen zusammen. So könnten die Einstellungen jetzt hier bei diesem Kunden aussehen. Und ich würde jetzt direkt auch in den nächsten Punkt einmal reingehen, in die Auftragsverwaltung und wie wir dort das Ganze dann noch eintragen können. Wir erstellen uns jetzt hier einfach mal einen neuen Auftrag, können hier oben die bekannten Daten natürlich alle einpflegen und haben dann jetzt hier auf der ersten Seite direkt den Punkt Autofaktura. Wenn wir nichts tun, ist wieder keine Auswahl getroffen. Das heißt, hier in diesem Fall würde, wenn ich jetzt die ähm, Bäckerei Müller eintragen würde als Kunde, würden die Einstellungen, die ich gerade bei Bäckerei Müller vorgenommen habe, würden dann hier gelten. Wenn ich dort keine Einstellungen vorgenommen habe, gelten die Einstellungen aus der globalen Ansicht. Und wenn ich jetzt hier eigene Einstellungen vornehmen möchte, dann klicke ich einmal hier an und sage, dieser Auftrag soll am 15. des Monats immer abgerechnet werden. Das kann direkt als Rechnung erstellt werden oder ich sage auch vielleicht mehrmals täglich. Das heißt, jedes Mal, wenn hier was abgeschlossen ist, dann wird da direkt eine Rechnung erstellt. Heißt, der Techniker war beim Kunden, schließt die Behandlung oder schließt den Termin hier ab und es wird direkt im Anschluss, sobald das System das erkannt hat, wird eine Rechnung für diese Behandlung erstellt und die wird dann auch direkt als abgeschlossene Rechnung per E-Mail versendet. Das heißt, sobald der Techniker hier den Auftrag wirklich abgeschlossen hat, den Job, wird eine Rechnung automatisch erstellt und an den Kunden versendet, ohne dass wir irgendwas da jetzt noch tun müssen. Das eignet sich vor allem, wenn man gerade, sage ich mal, alleine unterwegs ist, gute Techniker draußen hat, wo man sagt, die machen gute Arbeit, die vergessen nichts auf der Rechnung, dann kann man das hier so einstellen und dann braucht man sich, nachdem der Auftrag dann dokumentiert ist, braucht man sich um nichts mehr kümmern und die ganzen Sachen werden automatisch hier versendet. Der letzte Punkt, wo wir jetzt noch eine Änderung vornehmen können, der ist hier in den Serviceverträgen. Wir rufen uns dazu jetzt hier einfach mal einmal einen Servicevertrag auf und auch hier zeige ich ein Beispiel, wo sich das ganz besonders lohnt. Wir haben hier einen Servicevertrag, der mit 100 € netto pro Besuch, also einer fixen Summe pro Besuch, eingetragen ist und der Preis ist inklusive Material. Das heißt, hier kommen keine zusätzlichen Kosten drauf. Die Rechnungen, die wir bisher gestellt haben, haben sich immer auf 100 € belaufen, weil das eben äh, die Summe ist, auf die man sich hier vereinbart hat. Und gerade bei so einem Vertrag möchte man ja eigentlich, da muss man nichts mehr auf der Rechnung nachgucken, da steht immer derselbe Preis drauf und hier möchte man eigentlich auch keine Arbeit mehr mit haben. Da soll der Techniker rausfahren, die Dokumentation fertig machen. Die Dokumentation kann ja schon bereits automatisch versendet werden. Hier heißt, wir können hier Besuchsberichte automatisch versenden, müssen dann nur eine E-Mail-Adresse hier eintragen oder es geht eben nach der vorgegebenen Methode, die hier drunter ist. Und dann könnten wir zum Beispiel jetzt hier sagen, wir wollen eigene Einstellungen für die Rechnungserstellung und wollen hier, dass die Rechnung immer am letzten Tag des Monats rausgeht. Heißt, ich kann den ganzen Monat an irgendeinem Tag den Service machen. Das soll als Rechnung erstellt werden, keine Sammelrechnung. Und wir haben hier die abgeschlossene Rechnung soll direkt per E-Mail versendet werden. Und hier unten klicken wir noch auf jeden Besuch einzeln. Heißt, wir rechnen jeden Besuch einzeln ab. Und wenn ich jetzt dort beim Kunden war und jetzt zum Beispiel am 15. oder heute am 21. einen Service durchführe, den dokumentiere, dann wird der nach Abschluss, wird hier quasi die E-Mail direkt versendet. Es wird direkt am letzten Tag des Monats eine Rechnung erstellt und die Rechnung wird komplett automatisch an den Kunden gestellt über jeden Besuch einzeln. Das heißt, der Kunde erhält immer noch die gleiche Rechnung äh,
und jetzt halt eben vollautomatisiert am Ende des letzten oder am letzten Tag des Monats. Ja, das sind die Einstellungen, die ihr vornehmen könnt ab sofort in Debugs. Wir haben das Ganze schon ausgerollt. Ihr könnt euch das gerne angucken. Solltet ihr Fragen dazu haben, wie ihr das Ganze jetzt richtig nutzen wollt oder nutzen könnt, könnt ihr euch dazu gerne bei mir melden. Vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Auf Wiedersehen.